Ich möchte jetzt hier diese Skulptur in diesen Kieferstamm schnitzen. Das werden also zwei abstrahierte Reiher, die hier in so einer Komposition zueinander stehen, also zwei Figuren. So eine schöne Kurve hier, die Beine sind stilisiert zu einem Block, dass der Stamm auch nicht abbricht, wenn er mal verwittert. Der Werdegang ist, ich muss jetzt diese Figur ausrichten. Da, wo die Kamera steht, da ist ungefähr der Bereich, wo man dann mal dauerhaft sitzen kann und so. Und dann wäre das ganz schön, wenn man sie mit dieser Hauptansichtsseite immer nach da sieht, weil hinten, das ist also wirklich die Rückseite, das ist recht langweilig. Die muss ich also hier so reinbekommen. Da unten wird ein Sockel entstehen von 40 cm. Dann habe ich hier ungefähr noch 2 Meter oder vielleicht muss ich auch noch was absägen, weil der Stamm möglicherweise nicht dick genug ist. Das Modell ist aber maßstabsgetreu gemacht, also erstmal so rund gedrechselt und dann auch mit der Bandsäge so vorgesägt. Das hilft mir also wirklich schon mal so zu spüren und zu überlegen, wie arbeite ich mal mit der Kettensäge dann. Kann ich das eben genauso aussägen, schnitze das nach, ist fast der gleiche Prozess, eben nur in klein. Also dafür helfen diese Modelle natürlich und ich kann das natürlich auch in der Wohnung irgendwo platzieren. Erinnere mich immer an den schönen Gartenbereich hier. Also ist ja nicht mein Garten, aber für jemand anderen. Und man kann es auch noch verkaufen, was auch immer damit machen. Ja, ich kontrolliere dann natürlich, ob hier entsprechend Risse oder irgendwas vorhanden sind, wie diese verlaufen. Der Stamm war vermutlich unter der Rinde befallen von einem Schädling, ist dann abgestorben, wurde abgetragen und seit einem Jahr steht er hier so. Die Kiefer ist in sich recht fettig, ein fettiges Holz. Das hier ist übrigens auch eine Kiefer, Zirbelkiefer, lässt sich schön schnitzen, ist auch fettig. Aber die hier eben auch, diese herkömmliche. Und für den Außenbereich sollte das also einige Jahre schön bleiben, wenn man das mal ordentlich lasiert oder einölt, sollte man daran auch noch viel Freude haben. Ja, die Rissbildung ist ganz moderat, also das ist nicht zu massiv. Wenn er jetzt einen riesigen Riss bekommt und mir bricht der Hals hier ab, das wäre natürlich sehr schade, aber das sieht recht vernünftig aus, so dass ich eigentlich optimistisch bin, dass ich das auch hinbekomme. Diesen eigenartigen Strauch muss ich natürlich erstmal wegsägen und dann kann es so langsam losgehen. Den Busch habe ich jetzt hier entfernt. Ich nehme eine Elektrokettensäge und damit habe ich so ein bisschen den groben Strich angezeichnet, wo die Figur mal rein platziert werden soll, weil ich die Kreide nicht dabei hatte. Und dann kann man auf der Rinde schön anzeichnen, weil das ja meistens sonst schwierig geht. Hätte auch eine Sprühdose nehmen können oder entsprechend Straßenmalkreide. Und auch so ein bisschen, ja, so leichte Rundungen kann ich da sägen und da markiere ich mir erst einmal vorsichtig die Außenform, wie ich das gerne hätte. Also da ruhig noch ein bisschen vorsichtig sein und dann kann ich auch hier nochmal nachsägen, wenn ich sage, okay, das muss doch noch spitzer, aber die beiden sollen ja übereinander liegen. Da bin ich also grundlegend erst einmal vorsichtig. Wenn man natürlich das öfter gemacht hat, kann man da sehr sicher sich ransägen. Ja, und ich bin hier auch in einem Naturschutzgebiet und in einer kleinen Gartenanlage, wo ich da also im September war und deshalb nehme ich hier auch eine Elektrosäge, um die Nachbarn nicht zu belästigen. Da im Baum war ein Haken, deshalb habe ich da so ein bisschen mich rangearbeitet und das dann mit einer Brechstange noch herausgehebelt. Habe mir auch eine Kette dadurch ruiniert, aber dann ging alles ganz gut. Und man sieht gut, man kann hier so Formen zusammenfassen in einer Fläche. Und dazu ist natürlich eine Kettensäge ganz hervorragend geeignet, wo ich immer auch ein bisschen die Kettensägenschnitzer beneide, weil das natürlich auch ja so Formzusammenhänge, Komposition oder Gestaltung ist natürlich gut machbar mit Balleisen bei größeren Figuren, ja, dass ich da erstmal so an die Formen herankomme oder eben auch die Kettensäge, die ja ähnlich funktioniert, dadurch, dass ich immer schön diese Fläche habe. Sieht man hier, ich kann damit die Formen alle gut verfolgen
Und in den Eckbereichen bin ich halt vorsichtig, dass ich da nicht sofort zu tief gehe, sondern mich schrittweise halt der Form annähere, dass ich erstmal einen groben Schnitt mache und dann zeichne ich nochmal genauer auf, so ruhig überlegt und säge das dann weg. Ich habe ja hier jetzt den ersten Tag dafür auch wirklich Zeit, um das anzulegen, oder die möchte ich mir da auch gerne nehmen, dass ich mich halt nicht überhaste, und kann das mit dieser Elektrosäge auch sehr schön machen und auch mit beiden Sägen kombinieren. Heute werde ich hier also weiter an dem Stamm sägen. Es ist der Tag 2. Gestern habe ich das schon grob rausgesägt. Das konnte man ja im Verlauf hier bereits sehen. Da habe ich so eine Timelapse-Zeitrafferaufnahme gemacht mit einzelnen Bildabfolgen, weil ich eben den ganzen Tag nicht Videos mitschneiden kann, sondern dann immer nur Bilder, die dann ein Video ergeben. Ja, ich habe hier also das Volumen mal so grob reduziert und möglichst gut definiert. Hier hinten steht mein Modell. Das habe ich hier gleich in Augenhöhe platziert auf dieser Leiter. Lohnt sich auf jeden Fall, da immer einen guten Blick drauf zu haben. Und es hat sich gelohnt, dieses Modell anzufertigen, denn diese eigenwillig verdrehten Hälse und Köpfe, das hat schon was Bildhauerisches, weil diese ganzen Achsen so schön verdreht und zueinander geschoben sind, die dann eine Gesamtkomposition ergeben. Also wir haben hier so eine schöne Dreieckskomposition im Grunde genommen, die dann eigentlich in so einen Zylinder übergeht. Aber hier oben, das ist natürlich sehr schön aufstrebend, hat auch was Monumentales. Also wenn der Stamm noch einen Meter größer wäre, noch dicker, wäre natürlich optimal, dass das so richtig fulminant hier wirkt. Da kann man auch monumental natürlich schön gestalten, wenn man mit diesen kleinen Modellen eben erst einmal wirklich modelliert oder schnitzt oder zeichnet. Zeichnen habe ich am Anfang gemacht, dann erstmal abgeklärt, stimmt das so mit der Auftraggeberin, und dann das Modell gemacht, weil das kann man dann auch nochmal genau angucken. Also das Knie oder so hätte ich jetzt gerne noch weiter vorne. Da gab es dann noch entsprechende Abklärungen und Klärungsbedarf mit dem Modell. Ja, das war also sehr wertvoll, dieses Modell auch zu haben. Ja, heute steht hier die kleine Säge. Die werde ich dann wahrscheinlich hauptsächlich nehmen und auch noch ein bisschen die größere. Da habe ich auch noch mal ein kürzeres Schwert drauf gemacht, dass ich hier schön schnitzen und fräsen kann. Das meiste werde ich jetzt mit der Kettensäge machen und dann in den Rundungen hier vielleicht mal ein Hohleisen benutzen, um das sauber zu schnitzen. Aber auch das meiste werde ich dann zum Schluss mit einer Flex schön runterschleifen, mit so richtig grobem Schleifpapier, mit richtig stabilem Gewebe. Kann ich also hier solche gefrästen und gesägten Stellen wundervoll glätten. Und das, was ich nicht wegbekomme oder wo Spuren der Flex und Maschine stehen bleiben, nehme ich dann die Schnitzeisen und schnitze zum Beispiel den Durchbruch sauber, oder hier unten nochmal in den Flächen, wo ich nicht so gut reinkomme mit dem Schleifer. Da werden dann auch Schnitzeisen weiterhelfen. Okay, dann kann es jetzt losgehen. Die Wärmschicht jetzt mal ablegen und dann kann ich wieder alles dreckig machen. Ich habe jetzt also in diesem Naturschutzgebiet da auch übernachtet und hatte eine kühle Nacht, aber die Sonne kommt bald wieder raus und wird mich wärmen. Ich habe auf jeden Fall frühst gleich mal angefangen mit der kleinen Kettensäge, jetzt hier nachgefräst. Also das ist jetzt auch der Arbeitsschritt, der mir besonders liegt oder wo ich jetzt Interesse daran habe, das noch weiter auszuarbeiten. Und diese kleine Säge hat halt mit ihrem Schnitzschwert wenig Rückschlaggefahr und ich kann sie natürlich ständig anmachen. Das ist mit einer Benzinsäge, wäre das jetzt für meine Arbeitsweise vielleicht nicht das Ideale. So, da habe ich mich ganz vorsichtig rangetastet und dann habe ich gespürt, es geht durch. Da habe ich ein bisschen kontrolliert mit dem Eisen, dass ich die richtige Richtung habe und dann auch noch mal ein bisschen mit der Säge nachgearbeitet. Aber in den wirklichen Ecken habe ich das Bedürfnis zu schnitzen. Wenn man sagt, das ist mir egal, ich mache das alles mit der Säge, kann man natürlich auch komplett hier die Säge verwenden. Und ich setze das auch so ein bisschen wie so eine Raspel ein.
insbesondere unter den Flügeln, wenn ich da ja mit der Faser arbeite und so ein bisschen ziehe über die Form, kann ich sie natürlich wunderschön glätten, rundlich, plastisch ausarbeiten. Darum geht es mir jetzt hier und auch manche Linien und Flächen noch genauer zu gestalten und das halt noch weiter kleiner zu machen an den Köpfen, an den Schnäbeln, dass ich da auch die Säge effizient einsetze und hier möglichst auch nicht klopfe, weil mir das natürlich sehr viel Zeit raubt. Also die Säge ist ja auch ganz schön schnell, dass man dann die ganze Form gut überarbeiten kann, ausarbeiten kann. Und man sieht in dieser Zeitrafferaufnahme auch gut, ich bin eigentlich überall an dieser Figur, ja, ständig, dass ich immer wieder versuche, alles auf ein gleiches Niveau zu bringen. So, dann habe ich mir so eine Schleifscheibe genommen, eine, glaube Körnung 24 oder auch 40er. Das sind sehr, sehr grobe Schleifscheiben, damit kann man durchaus mal, insbesondere mit den 24ern, 5 mm Sägeschnitt runterschleifen. Und in den Rundungen und Kurven nehme ich halt ein Schnitzeisen und steche schön. Wenn ich dort eben mit der Schleifmaschine nicht richtig rankomme, dann ist das immer blöd. Und ich möchte einen scharfen, glatten Schnitt haben. Einerseits tut das an den genauen, engen Formen da oben schön glänzen, dass da auch glatte, klare Schnitte sind. Und dass das auch sauber ist und da komme ich mit der Schleifmaschine nicht rein. Die Feile oder Raspel nehme ich hier nicht gerne, weil das sonst so aufgeraut wird und dann verwittert ist und dann sieht man das später in einem Jahr oder so, dass dann dort diese Bereiche sehr, sehr grau werden durch die Bearbeitungsspuren. Ja, mit diesem Balleisen kann ich hier also auch so Geißfußschnitte machen, weil ich von oben runter nicht richtig schneiden kann. Steche ich halt quer zur Faser. Oben die Schneide am Eisen hat so einen ganz leichten Bogen, ja, dass ich da auch über Flächen rüberschneiden kann. Und wenn das schön scharf ist, kann ich hier auch quer zur Faser arbeiten, in dem noch relativ ein bisschen feuchten, geschmeidigem Holz. Es war noch schön geschmeidig, also noch nicht richtig ausgetrocknet, ließ sich ganz herrlich, wie selbstverständlich, schnitzen. Und da tue ich mich jetzt hier an dieser Überkreuzung der Schnäbel ganz vorsichtig nochmal heranarbeiten mit so einem Steinmetzklüpfel, weil der hat einen schönen intensiven Schlag, aber ich muss nicht so weit ausholen, weil er ein schönes, kompaktes Gewicht hat und mir also so leichte, kontrollierte, aber doch kernige Schläge ermöglicht. Und in den Längsholzbereichen kann ich auch mal schön ja mit beiden Armen das Eisen führen und über bestimmte Bereiche rüber schieben, gerade so nach oben hin. Da schneide ich ja über Halbhirnholz und Längsholzbereiche. Da geht es also auch ganz herrlich mit einem sehr, sehr scharfen, beidseitig geschliffenen Balleisen hier nochmal das Ganze schön auszuarbeiten. Und ich kann es sogar selbst mit dem Ballen der Hand treiben. Dieses Werkzeug also funktioniert auch ganz gut. Und da war mir meine Größe natürlich, ist mir hier entgegengekommen, dass ich das auch nochmal schön ausarbeiten konnte in dem oberen Bereich. Wenn man da eine richtige Leiter oder ein Podest hat, ist natürlich besser, aber das gab es hier in dem Fall jetzt nicht und deshalb stehe ich auf diesen Baumstümpfen und auf der Palette. Das ging aber auch und ich bin damit klargekommen. Wenn einem das zu wackelig ist, muss man sich was Besseres besorgen. Ja, genau, und da gehe ich halt immer schön ringsrum, dass ich hier das von allen Seiten mir genau angucke und mache es halt noch kleiner und spitzer und das werde ich dann morgen, also an dem letzten Tag, dann nochmal konkretisieren, das Ganze. Ich habe mich schon wieder dick eingepackt, denn es ist hier sehr frisch und die Nacht war recht kühl und der Himmel ist ganz klar und offen. Heute wird sicherlich nochmal schönes Wetter zum Arbeiten werden. Heute soll der letzte Arbeitstag sein, also 3 Tage ungefähr für so eine Arbeit. Das ist schon ein bisschen sportlich, aber für so eine einfache Form eigentlich auch gut. Ich würde mal sagen, wenn ich jetzt noch den 4. Tag brauche, dann würden mir wahrscheinlich meine Ausbilder die Hammelbeine oder Ohren lang ziehen. Also 3 Tage ist okay, aber das ist jetzt nach 2 Tagen eigentlich schon, könnte man es jetzt so stehen lassen und einfach Öl drüber gießen und fertig, aber wir wollen es ja ordentlich machen. Also hier oben die Spitzen müssen noch ein bisschen schlanker, das sieht man vor allem da. Da ist noch ein bisschen plump, dick, ja, und das würde ich gerne noch ein bisschen schlanker machen. Und jetzt gehe ich noch mal kurz auf die Komposition ein. Also man sieht natürlich hier grundlegend mal diese schöne Dreieckskomposition und aber auch gleichzeitig diese ja so organisch ineinander verdrehten Flächen, also dass das hier so reinzieht
Und das steht nicht ganz 90 Grad zueinander, sondern leicht so. Und ja, das ist sehr organisch gehalten eigentlich, aber zugleich ist es auch eine geometrische Form, also fast schon wie so eine Steinmetzform. Und hier wird es dann aber richtig organisch in den Köpfen und auch hier in diesen Schwüngen, aber dann eben auch wieder hier in den Körpern, die mehr wie so eine Fruchtform gehalten sind. Man könnte sagen, vielleicht wie so eine Avocado, die so ein bisschen ovalförmig, bauchig ist das Ganze. Und eben auch hier, da habe ich also hier das schön organisch und hier, das ist dann eher geometrisch gehalten an diesen Flächen und Kanten, also hier, hier und hier und hier. Und hier ist es dann mehr so organisch und da habe ich eben auch eine schöne Rhythmik, schöne Kontraste, die das Ganze lebendig machen. Und hier hat mir sozusagen die Kundschaft gesagt, das bitte noch ein bisschen mehr absetzen, dass man hier noch wie einen Blickfang hat. Und das hat die Arbeit jetzt auch wirklich verbessert. Denn diese eher scharfe Linie, die ich auch noch ein bisschen exakter ausarbeiten werde, vor allem hier, die widerspiegelt sich ja exakt hier oben in dieser Richtung, ja, dass das so die Komposition auch nochmal unterstreicht hier unten, also dass sich das da widerspiegelt und das hilft natürlich dieser ganzen Rhythmik, dass das nochmal ja, wie durchgearbeitet wirkt und hier nicht einfach nur so matschig rund ist, sondern auch hier nochmal die Form ausgearbeitet ist und auch hier diese ja, fruchtigen organischen Anläufe hier in den Körper hinein. Es könnte noch ein bisschen höher sein, aber es geht hier nicht um anatomische Korrektheit, sondern eher so eine Bildhauerform, dass das alles zueinander überfließt und die Komposition schön klar kommt. Deshalb auch zwei Vögel, also ein Vogel hätte es ja auch getan, aber diese beiden Vögel so ineinander verwunden und auch hier diese Andeutungen, dass sozusagen der Hals in der letzten Beule noch im Hals hier drin steckt oder die beiden Körper so nicht ihr komplettes Volumen haben, sondern so ein bisschen ineinander überfließen, macht das natürlich ja ein bisschen abstrakt und dass das Ganze eben wie eine Bildhauerarbeit dann wirklich rüberkommt, also wie eine Skulptur wirkt, dass man nicht nur einfach die Natur imitiert, dann hätte ich ja die Beine wesentlich viel dünner machen müssen, hier schlanker der Körper und so und natürlich die Hälse viel, viel dünner, aber ich muss hier hinten in diesen Bereichen was stehen lassen oder auch hier auf dieser Seite, dass das Längsholz immer Unterstützung im Material hat, wenn hier mal ein Riss entsteht, dass der Kopf nicht wegplatzen kann. Ja, das muss hier immer Stütze haben und auch hier hinten habe ich schon viel rausgemacht, aber es geht noch, dass das hier immer noch Längsholz, also Halt hat und dadurch eben nicht wegplatzen kann, wenn hier mal ein Riss entsteht. Hier unten muss es natürlich auch massiv dick bleiben, dass ich das da nicht abbrechen kann und dass das niemanden irgendwann erschlägt, weil das ist ja hier noch ganz schön massiv. Da kann ich aber auch gleich den Stamm in seiner Rundung mit ausnutzen, dass das hier sozusagen diesen Arm bildet. Ich dachte jetzt schon, da fliegt ein Reiher. Es ist ein Greifvogel. Ja, also das sollen eigentlich so Reiher sein und daher kommt die Inspiration. Also heute noch ein bisschen schön schnitzen. An Rundungen nehme ich halt Hohleisen, weil da die Schleifmaschine natürlich nicht so gut reinkommt und Raspeln macht das zu grob, dass sich das dann verwittert dort und dann schnell grau wird an diesen rauen Bereichen. Deshalb versuche ich glatt zu arbeiten und werde das dann nochmal schön einölen. Und das ist heute noch so der Abschluss dann. Jetzt geht es nochmal an die Schnäbel ran. Ich nehme wieder ein Balleisen. Das hier ist noch ein bisschen breiter. Ich habe 2 Stück davon. Eines ist 8, das andere ist so um die 6 cm. Und ja, das ist wirklich ein ganz toller Stahl. Das hat also auch mal ein Schmied in Handarbeit hergestellt, wirklich noch. Also aus keiner Fabrik, sondern selber geschmiedet wurde das von einem richtigen Schmied noch. Und das ist ungefähr 8 cm breit und das nehme ich jetzt hier mal, weil das ist auch schön scharf. Vorne die Schneide ist so
nicht exakt gerade, sondern so ganz leicht gerundet, dass ich auch mal ein bisschen quer schneiden kann. Und dadurch, dass es ganz groß ist, hat es ja so ein bisschen die Funktion wie bei einem Scharia-Eisen, also wo der Steinmetz jetzt so zum Beispiel zum Schluss noch bestimmte Flächen damit bearbeitet, dass die erstens gerade werden und zweitens eine Struktur bekommen, kann ich auch hier sozusagen die Breite des Werkzeugs benutzen, um ja die Fläche der Schnäbel, die ja so leicht dreieckig im oberen Bereich sind und unten habe ich sie etwas flacher gelassen, aber auch im Grunde genommen flächige, kantige Formen, die ich damit nochmal genauer glatt schneiden kann und ausarbeiten kann. Und dann nehme ich auch mal einen Geißfuß. Ganz zum Schluss komme ich da oben doch nochmal gut mit dem Geißfuß ran und kann nochmal ganz scharfe Ecken und Abgrenzungen schneiden, die dann auch konkret und sauber werden mit diesem kleinen Klüpfel und der engen Führung am Kopf, was herrlich funktioniert.